Welcome back to Monetized. I'm Lukas Steiner, and today we are looking at the architecture of the future. Our guest is one of the most provocative and most insightful thinkers of our generation. As a futurist, as a speaker, and as an author, he spent his life decoding the chaos of tomorrow. He's one of the rare voices that reminds us constantly that the future is something we build, something we monetize, something we refine through the choices that we make right now. But if you spend any time with this man, you really know that behind the sharp mind, the global stages, and behind the future is someone that has a massive heart. Someone I can really proudly call a friend. Tristan, it's a privilege to have you here. Welcome to Monetized. Mein lieber Freund Tristan, heute haben wir einen Zukunftsforscher bei uns, der uns sagt, wie man richtig Geld verdient. Du hast zu viel versprochen. Aber jetzt mal kurz down to earth. Ich glaube, bevor wir uns irgendwie an die Zukunft ranmachen, wie bist du überhaupt zu diesem Job gekommen? Ja, also ich bin ja in diesem ominösen Feld so der Trend- und Zukunftsforschung und ich muss schon sagen, ich bin mittlerweile großteils wirklich bei der Trendforschung. Ich glaube, 70% meiner Arbeit ist da, weil ja auch die Gegenwart so überfordernd ist, dass allein wenn du die Gegenwart halbwegs sinnvoll analysieren kannst heute, dann ist die Zukunftsprognose gar nicht mehr so schwer. Aber ist dein Job eher mehr die Gegenwart jetzt aktuell? Ich habe das Gefühl schon. Ja, also die Leute haben, und das spüren wir ja ganz vielen verschiedenen Feldern, langsam auch keinen wirklichen Bock oder Glauben mehr an die Zukunft. Da ist schon, gerade bei den jüngeren Generationen, das hängt gerade auch mit Financials zusammen, zu denen wir später kommen werden, einen ziemlichen Pessimismus eigentlich gegenüber der Zukunft entwickelt. Und deswegen bin ich doch relativ viel in der Trendforschung und das ist natürlich ein Vorteil, dass es belastbar ist. Ne? Ich kann da immer Zahlen, Daten, Fakten rausholen. Gerade weil ich 32 Jahre alt bin, ich bin Wanderprediger, ich stehe immer auf irgendwelchen Businessbühnen. Wenn ich das Zeug nicht belege, dann sagen die, okay, lol. Get out of here. Ja, also das vielleicht mal so ein bisschen zum Grundkonstrukt des Berufes und wie ich dazu gekommen bin. Ja, mein Vater hat diesen Beruf im deutschsprachigen Raum quasi erfunden, kann man sagen. Und er hat mir mein Leben lang gesagt, werde ja niemals Zukunftsforscher. Yeah. Die hat wahrscheinlich gesagt, geh ja niemals zur Bank oder zu Financials. Super. Ja, gut gemacht. Ja. Ist ja super gelungen. Aber wie fühlt es sich an? Ja, ich bin jetzt im Nachhinein drauf gekommen, dass das eigentlich jetzt gerade mein Akt der Rebellion ist, es doch zu tun. Ne? Ich glaube, das war pädagogisch eigentlich ganz schlau von ihm. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren wirklich ordentlich. Ich bin auch nicht alleine in dieser Mission. Also ich habe auch einen Think Tank dahinter mit ganz vielen externen Experten aus verschiedenen Feldern. Mache alles Mögliche an Kram, das ist jetzt nicht durchgehen. Aber was mir schon aufgefallen ist, dass der Pessimismus gerade bei den jüngeren Generationen, das kann ich auch belegen, immer weiter zugenommen hat. Und das macht meine Mission zwar umso interessanter, aber auch umso frustrierender, weil du kennst dich, du arbeitest die ganze Zeit immer gegen so Fronten, die immer anfangen mit, das Problem ist doch. Ja, die Mengen an Sätze, die so beginnen, ich kann es nicht mehr hören, vor allem, weil das muss ich dir nicht sagen, in einem Land wie Österreich, das eigentlich keine schlechte Startup-Kultur hat, immer mal wieder diesen Willen zum Neuen und das Rebellische und das Hinterfragende eigentlich immer wieder erwürgt. Ja, auch gerade aus dieser Angst, die Wirtschaft schmiert ab, wir müssen mit dem bleiben, was wir schon können. Gerade jetzt ist doch die Zeit, das spüren wir doch, muss ich dir nicht sagen, aber wir bewegen uns gerade vom industriellen Zeitalter ins digitale Zeitalter. Und Österreich hat natürlich, so wie Deutschland, ein bisschen das Problem gehabt, dass wir mit dem Industriellen zu gut waren. Und deswegen wollen wir uns da die ganze Zeit hin zurückflüchten. Aber the digital age is coming, baby. Und ich finde, wir müssen uns darauf vorbereiten. Oder zumindest mal auch anfangen mitzumischen bei dem Ganzen. Und nicht immer nur aus Amerika alles zu übernehmen und zu sagen, ja, wir können nichts machen. Aber wie sehr glaubst du, ist der Zug abgefahren? Oder warum bist du eigentlich dann auf den Bühnen dieser Welt und auf diesen ganz großen Kongressen und buchen die dich, weil sie glauben, du kannst sie beruhigen in terms of future oder irgendwie Berechtigung geben? Also es gibt da, glaube ich, 2 Lager. Das eine sind die Unternehmen, die sagen, okay, es ist schon alles verloren, wir machen noch einen letzten Schuss mit Optimismus. Die sind aber, ja, schon einige. Aber der Großteil, habe ich das Gefühl, hat klassische Organisationsstrukturen, wo du eine relativ altene, erfahrene, ich sag's nett, weise Führungsebene hast und drunter eigentlich eine ganze Menge Teams, die wirklich was verändern wollen, die aber immer von diesem altherrischen Wissen da oben so blockiert werden. Und die buchen mich eigentlich auf die Bühne, um den Chefs quasi über die Bühne zu sagen, das, was wir eigentlich alle wissen. Ja, weißt du, das ist eigentlich die Realität. Also ich komme natürlich auch sehr stark in den Generationenkonflikt mit rein, aber es macht mir eine große Freude eigentlich, weil ich langsam gelernt habe, ich sage es ganz überspitzt, es geht eigentlich darum, dass wir das Rebellische, das Hinterfragende und am Ende, du bist auch ein Rebell in diesem Sektor, ne? Kombinieren auch manchmal mit Erfahrung und Weisheit. Ne? Und Erfahrung ist auch in der Wirtschaft was Wertvolles. Und momentan habe ich das Gefühl, dass gerade in Österreich und in Deutschland sich die Wirtschaftswelt in
die freakigen Startups wie deines trennen und dann die uralten Unternehmen, wo du die Bevölkerungspyramide quasi schon durchs Fenster siehst. Ne? Also ich glaube, da könnte es Transferwissen mittlerweile geben, aber jetzt momentan müssen wir Digitalrebellen, glaube ich, auch einfach auf den Tisch schlagen, weil du spürst den politischen Wind. Momentan will alles zurück ins Jahr 1950. Das kommt nicht wieder, aber sonst müssen wir noch eine Schleife drehen, da habe ich keinen Bock. Und wenn man jetzt konkret irgendwie auch auf Finanzen schaut, du sagst ja schon, es ist ein gewisser Pessimismus vorhanden. Wie siehst du generell die Zukunft? Bist du pessimistisch eingestellt oder bist du eher der versucht dann trotzdem nur den Optimismus reinzubringen, um irgendwie alle wieder down to earth zu bringen? Die Gretchenfrage. Ne? Also man muss sagen, momentan ist, glaube ich, wohl die beste Zeit, jemals Pessimist zu sein. Ne? Du hast so viel Munition. Ja? Schau dir jede Talkshow an. Ja, ich gehe ja auch in die Talkshows in Österreich und in Deutschland und merke auch immer, verdammt, die andere Seite, ich werde nämlich immer in die Optimismusseite gestellt, die haben einfach viel mehr Munition als ich. Egal, was du sagst, aber haben sie schon gesehen. Ne? Okay, verdammt. Ich bin mittlerweile, ich habe so eine komische Mischform mittlerweile für mich gefunden. Ich bin sowas wie ein wütender Optimist, weil die ganzen Kräfte, die gerade in die Vergangenheit zurück wollen, die sind ja unglaublich wütend. Ja, ich meine, die FPÖ ist in den Umfragen hier bei 70%. Was eint all die Wähler? 40%, nicht 70. Oh Gott bewahre. Was eint all die Wähler dort natürlich? Die sind alle verdammt wütend. Und Wut ist eine Form von Energie. Optimismus wird ja sonst immer so naiv und süß und nett und unschuldig und so, ja, der junge Bursche hat keine Ahnung. Und ich möchte das kombinieren. Ich möchte den Pessimisten ihre beste Waffe nehmen, nämlich die Wut und die Energie, die daraus kommt, und es mit dem Optimismus kombinieren, weil ich finde, wir sollten auch verdammt nochmal für die Zukunft kämpfen, aber da draußen wartet einer auf uns, die sich lohnt. Das funktioniert halt nur, wenn wir uns von den Institutionen und den Modellen, die wir bis jetzt kannten, ein bisschen lösen. Und das fällt uns sehr, sehr schwer, muss ich dir im Finance-Sektor nicht sagen. Ja, ich glaube, dieses Lösen von diesen Strukturen ist ja wirklich das Allerschwierigste, weil Unternehmen, die seit 25 Jahren agieren und irgendwie Prozesse, Operationen aufgebaut haben, Layer auf Layer, die kriegen es einfach nicht hin. Sie würden, glaube ich, gerne irgendwie neue Features anbieten oder schneller sein oder irgendwie mehr Value transpirieren, aber im Endeffekt kriegen sie es nicht hin und sie haben Angst, dass wenn sie nur ein kleines Stellschräubchen verändern, dass ihnen das komplette Kartenhaus um die Ohren fliegt. Ja, die Systemkomplexität ist unglaublich hoch geworden in Unternehmen mittlerweile und es ist ja auch immer sehr viel, kleine Parts müssen ineinander greifen nur halbherzig ineinander und bevor man aber was ändert, lässt man es einfach lieber so. Ja? Und also ich kann dir auf jeden Fall aus meinen vielen Erfahrungen in Unternehmen jetzt mittlerweile sagen, dass ich sehr stark gemerkt habe, dass was passiert ist, dass bis du in einer Führungsetage in einem Unternehmen bist, wo du wirklich was verändern kannst, strukturell, wo du sagen kannst, dieses Tool ist geil, das nehme ich, ist dein Wissen, dein digitales Wissen schon längst wieder veraltet. Da bist du 50, 60. Ja? Man sieht das im Gesundheitssektor total gut. Ja? Der Primar ist im Schnitt 65. Was soll der noch Innovation machen? Die haben teilweise kein E-Mail. Wenn wir schon beim Thema E-Mail sind, ist eine wunderbare Story, wie lange es gebraucht hat, bis es eigentlich verfügbar war, bis es integriert war in Unternehmen, weil die alle immer gesagt haben, es ist eine gute Idee, aber die Faxmaschine haben wir schon bezahlt und wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Ja? Und ich glaube, da braucht es auch ein bisschen unternehmenskulturellen Mut. Einfach mal zu sagen, okay, wir probieren jetzt dieses neue Ding aus und wir wurschteln uns da durch. Und diese Grundnervosität, gerade wenn die Konjunktur nicht so gut ist, zu sagen, wir bleiben lieber bei dem, was schon die ganze Zeit nicht funktioniert hat, erscheint mir relativ dämlich, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist echt ein extrem wichtiger Punkt hier im Kontext von unserem Podcast mit Monetize. Wir haben ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen, die eben genau in dieser Phase sind, ja, es funktioniert ja aber ich glaube, denen muss man schon einmal sagen, wo sie der Trend hin entwickelt und was die eigentlich verpassen oder eigentlich sich selbst ins Knie schießen, wenn sie eben nicht in die Zukunft schauen und nicht versuchen, Dinge zu optimieren. Aber ich glaube, an irgendeinem Punkt ist es dann hundertprozentig so, dass ihnen die Leute abspringen werden. Und ich glaube, da ist es wichtig, den Leuten einfach mal ein bisschen Mut zu geben, oder? Das ist eine unglaublich spannende Sache, die du sagst, weil eine Sache, die, glaube ich, in Unternehmen gerade zu sehr viel Leid führt zwischen den Generationen, ist, dass die Jungen heutzutage viel mehr Job wechseln als früher. Also 40% der Gen Z, also der ganz Jungen jetzt im Arbeitsmarkt, wissen, dass sie innerhalb der nächsten 2 Jahre schon kündigen werden, wenn sie in ein Unternehmen reinkommen. Und dadurch bleibt natürlich nicht viel Strukturwissen hängen, dein Return on Invest, gerade beim Einschulen. Ne? Und wenn du jetzt aber in ein Unternehmen kommst, wo du das Gefühl hast, die Digitalkultur ist noch aus den 90ern, dann ist dieser Absprung noch schneller. Und dann hast du sozusagen den internen Brain Drain,
der gleichzeitig aber auch dazu führt, dass du nie was Neues Digitales etablierst, weil die ja nie bleiben. Also hast du so die ganze Zeit so eine Spirale nach unten und dann kannst du am Ende wirklich die Brieftaube wieder zum Kommunizieren schicken, weißt? 100%. Und ich glaube, wir kämpfen auch so ein bisschen gegen den Deep State von Accounting und Rechnungswesen und Buchhaltung. Und ich glaube, das ist ja auch das, wo wir als junge Generation das einfach nicht verstehen, wenn Zahlungen 60 oder 90 Tage dauern oder wenn es generell Monatszahlungen gibt. Wie fühlst du das? Glaubst du, dass die Leute Bock haben, dass sie ihr Geld schneller brauchen? Oder wie siehst du das generell im Kontext mit Spending? Also man sieht momentan schon, dass in so nervösen Zeiten direkte Verfügbarkeit, weil mit der assoziiert man ja auch einen gewissen Grad an Kontrolle. Ja? Und ich würde schon sagen, dass gerade unsere Generation auf jeden Fall, die davor auch, die hat es eher durch die Eltern kennengelernt, dieses Trauma der Finanzkrise 2008, 2009 noch sehr tief in den Knochen steckt. Also der Beruf hat sich in dem Sinne, glaube ich, noch nicht so ganz rehabilitiert und all die Systeme, die damit zusammenhängen, Accounting und. Ne? Und das Gefühl, so eine direkte Response zu haben und sein Cash auch zu haben und auch wieder ausgeben zu können, auch wenn es manchmal, muss man ehrlich sagen, auch manchmal für Blödsinn ausgegeben wird, das ist in so einer schnelllebigen Zeit unglaublich wichtig. Weil man kann das irgendwie auch nachvollziehen. Ne? Also wir haben da, ich glaube, ist erst seit einem halben Jahr oder so, muss ja Direktzahlung in der EU überhaupt erst sein. Ne? Also Direktüberweisung. Also wie lange das gedauert hat, wie du sagst. Ja, das basiert noch irgendwie auf Strukturen, wo damals musste man dann, gehen wir mal ganz oldschool, eine Brieftaube rüberschicken, dann musste irgendein Waggon mit einem Pferd mit den ganzen Geldscheinen rübergefahren werden, sodass ich dann zur Bank gehen kann und es holen kann, das Zeug. Aber irgendwie fühlt es trotzdem genauso jetzt auch immer noch an. Ist es, weil eben kulturelle Strukturen sich nicht so schnell verändern, wie man das denkt. Ja? Das konnte man ja schon längst direkt überweisen, aber kannst du dir natürlich vorstellen, dass dann eine ganze Menge, denk klassisches Management Board, sitzt dann da und sagt, ja, aber das hatte doch schon Vorteil, dass es immer so lange gedauert hat, weil da hatten wir mehr Kontrolle drüber und konnten nochmal genau, und dann hatten wir bessere Kundenbindung, das haben wir ja auch immer gesagt, ja, weil die rufen dann bei uns an und sagen, wo ist mein Geld? Und dann kann man ihm noch irgendwas anderes andrehen. Also ich glaube, die zentrale Formel hinter der jetzigen Finance-Debatte ist eigentlich Verfügbarkeit, Convenience und Transparency. Das sind eigentlich die drei großen Dinge, die vor allem die Jungen fordern und die auch eben das klassische Bankensystem hinterfragen. Und man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, die ganze Kryptobewegung war ja auch ein starker Versuch, sich eigentlich von diesem Modell zu lösen. Aber prinzipiell hat man schon das Gefühl, man darf nicht vergessen, aus welchem Momentum das eigentlich gestartet war. Ja? Auch wenn es sich vielleicht technisch, kulturell oder wie auch immer verlaufen hat. Das Bedürfnis war ja dahinter, wir wollen wieder die Kontrolle über unsere Finanzen, wir wollen sehen, was wann wo transferiert wurde und ich will wissen, dass wenn ich es habe, dann ist das innerhalb von einer Sekunde bei mir gelandet. Egal wo auf dem Planeten. Ganz genau. Und gerade bei einer so hochmobilen Generation, wie das bei uns der Fall ist, war das ja noch ein nachvollziehbares Bedürfnis. Ich meine, denk mal drüber nach, allein Bankkurswechsel, ne? Wenn ich in irgendeinem Land bin und dann zur Bank gehe und wechsle und neben dem Automaten steht aber ein netter Herr, der es mir, wenn ich ihm Barwechsel gebe, gibt er mir einen besseren Kurs. Ich meine, what kind of a fucking system is that? Ja? Aber das besteht 90% des Planetens. Western Union lässt grüßen, ja? Das ist unglaublich. Glaubst du, dass Krypto kurzfristig unterschätzt wird und langfristig überschätzt oder genau umgekehrt? Andersrum. Also es wurde kurzfristig überschätzt, ganz stark. Ist mit KI übrigens auch so. War mit Metaverse auch so. Das ist eine Krankheit, die wir alle haben. Kommen wir nachher sicher noch drauf zu. Ganz sicher. In der schnelllebigen Welt ist es halt so. Und langfristig, glaube ich, unterschätzt, weil das Bedürfnis, auf das es geantwortet hat, nach wie vor da ist. Und das ist, man merkt das ja, ich komme aus der Soziologie. Ja, mich interessiert immer die kulturellen und die humanen Verhaltensformen, die dahinter stehen. Und dieses Bedürfnis wirst du nicht einfach los, indem du sagst, das eine Mal hat es mit der Technologie nicht funktioniert. Ja. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in 300 Jahren wird man zurückschauen auf die Jetztzeit und sagen, wirklich, ihr hattet da Banken, die das so transferiert haben und die sind alle 30 Jahre, haben die alle euer Geld verloren und ihr habt es mit Steuergeld nachgestopft. Was war denn das für ein System? Ne? Im Rückspiegel wird sich das so anfühlen. Ja? Jetzt gerade sind wir in der Phase, wo das System hinterfragt wird und das hat natürlich auch den Vorteil, dass so ein Rebellentum ja auch die großen Institutionen dazu zwingt, sich zu verändern. Also vielleicht nur aus meiner Erfahrung, gerade in dem Big Banking-Bereich, ich bin jetzt seit einiger Zeit im Nachhaltigkeitsbeirat der Commerzbank. Also ich spiele bei den echt Großen mittlerweile mit. Also das erste Mal habe ich mir gesagt, jetzt haben mich die großen Jungs eingeladen. Endlich. Das ist doch schön. Endlich, ja. Im 50. Stock in Frankfurt, wie schön. Ich habe Höhenangst, nicht so geil. Und Nachhaltigkeitsbeirat. Eine Bank, dass die sich mit Nachhaltigkeit überhaupt beschäftigt, ja, das kommt nur davon, dass es ein gesellschaftliches Bedürfnis dahinter gab und die zweitgrößte deutsche Bank hat das jetzt als ein Riesenthema aufgenommen. Das heißt,
Wandel, auch technologischer und kultureller Wandel, kann schon auch durch Bedürfnisse und Konsumentenwünsche erfolgen. Ich weiß, wir haben immer dieses Abbild, der Mensch ist quasi der Homo economicus, er richtet sich immer nur nach dem billigsten Preis-Leistung. Das stimmt so nicht ganz. Und glaubst du, dass diese Banken, Commerz und Co., denken sie über Krypto nach oder belächeln die das? Oder glaubst du, dass das nie kommen wird? Also ich darf jetzt natürlich nicht direkt für die Commerzbank sprechen, ja, aber ich spreche mal ich bin sehr viel im Bankensektor unterwegs, weil ich auch sehr viel Zeit in Frankfurt verbringe. Die sind natürlich, viele von denen sind ja auch eingekauft in die Kryptowelt, haben natürlich jetzt auch eine ganze Menge Kohle verloren, das darf man nicht vergessen. Aber die haben natürlich, ich habe die ja damals auch beraten, die haben natürlich schon gehört, dass da jetzt ein Aufbegehren ist. Und ich meine, was machen solche Banken, wenn die Jungen sagen, fuck you? Ja, ich lasse mich lieber vielleicht riskant im Digitalen abzocken, als dass ich eurer Institution mit euren Schattenverträgen unten, wo ich 3 Seiten unten unterschrieben habe und dann irgendwie wird noch heimlich was abgebucht. Fuck it, ich mache da nicht mit. Ne? Den Ruf haben sie gehört. Ja, und so wandeln sich eben diese Systeme. Also ich glaube, die Blockchain war ja zu einem gewissen Grad eine Technologie, die ihrer Zeit ein bisschen voraus war und auf der Suche nach einem Problem war, das noch gar nicht zu lösen galt. Und das war, glaube ich, die Schwierigkeit dahinter. Und das kann ich als Zukunftsforscher sehr gut nachvollziehen, weil ich besetze meistens Themen und bis die im Mainstream angekommen sind, habe ich die schon längst wieder durch. Das ist die Berufskrankheit. Aber ich glaube, das ist ja auch bei uns im Startup. Wir haben es genau so gemacht, wie man es eigentlich auch nicht machen sollte. Wir haben auch ein Problem gesucht, wo wir glaubt haben oder sehr überzeugt waren, dieses Problem existiert und haben uns aber nicht eben diese Aufgabe gemacht und uns irgendwie vielleicht mit einem Zukunftsforscher zusammensetzen. Was sind die aktuellen Trends? Was wollen die Leute eigentlich überhaupt? Und haben einfach mal angefangen zu bauen. Ist natürlich kläglich gescheitert, weil auf uns hat halt dann auch niemand gewartet. Und in dem Sinne siehst du eher, dass man auf dem Weg gehen soll, tatsächlich Sachen zu probieren, wo überhaupt noch kein Problem da ist oder schon Due Diligence machen auf die Future hin? Also ich bin natürlich, das ist aber qua auch meines Berufes, weil ich ja immer denke, ich habe die Weisheit mit dem goldenen Löffel gefressen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Dass man aus einem problemlösenden Winkel draufkommt, aber nicht aus einem technologischen. Und das passiert natürlich sehr oft, dass man aus dem technologischen kommt und sagt, das ist eine winzige Lücke, sondern aus dem kulturellen, gesellschaftlichen. Das ist natürlich etwas, das ich besser auch einfach beherrsche. Ich bin kein Tech-Typ. Ich habe den Zugang zu sehr schlauen Technologietypen, aber I ain't that guy. Und aus der Perspektive würde ich aber noch immer sagen, das ist eine Krankheit, die wir in Europa und vor allem in Österreich, in so einem kleinen Land haben, ist, dass natürlich die Scheiterkultur extrem schlecht ist. Ja, soll also heißen, Freaks, Rebellen nenne ich sie immer, sind dafür da, um Sachen auszuprobieren und auch daran zu scheitern. Und das sollte man eigentlich loben. Das kriegen wir nicht hin. Weil, dass wir in Innovation abgehängt sind, das ist ziemlich klar. Momentan, das steht außer Frage. Und das können wir, glaube ich, nur kulturell lösen. Weil technologisch haben wir das Know-how, wir haben genug Leute, also auch genug junge Leute noch. Also ich würde sagen, es kann beides stimmen, aber wahrscheinlich braucht es auch beides. Du musst zuerst mal einfach crazy draufgehen, scheitern, sagen, wir haben nicht richtig auf den Markt gehört oder wir sind von der falschen Seite dran gekommen und dann dasselbe, nur anders mit Due Diligence angehen. Das ist doch perfekt. Politisch sind ja eigentlich wir in Europa jetzt auch gerade mal so im Aufwachmodus, sagen, lass uns doch mal denken, wie könnten wir selber weiterkommen. Berätst du die Politik auch viel? Ja, also ich bin interessanterweise in letzter Zeit vor allem von den konservativen Parteien sehr viel angefragt worden, was man eigentlich denken würde. Und eigentlich würde man mich ja eher so, ich denke mal so bei den Wirtschaftsliberalen oder den Grünen oder so verorten. Und das liegt natürlich daran, dass die es auch gehört haben jetzt, die Glocke. Und die sind natürlich in vielen Ländern noch an der Macht und sagen jetzt natürlich, okay, einerseits scheint ihnen kulturell was zu entgleiten, ne, also das sind vor allem in dem Kontext die jungen Männer, ne, die ja auch dieses Innovations- und Aufstiegsversprechen in sich spüren und dann irgendwie das Gefühl haben, niemand hört auf mich, gut, dann wähle ich halt die Reaktionären. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich, und es ist so schade, dass es in diesem Begriff gestorben ist, das ist in Österreich nicht so stark gewesen, aber in Deutschland, dieser Begriff Technologieoffenheit. Ja, der wurde ja dann irgendwie so als Schutzschirm verwendet, um eigentlich zu sagen, wir wollen noch die Sachen aus der Vergangenheit behalten. Das war so in Diesel-Elektroauto-Diskussionen ganz stark drin. Aber es ist interessant, dass die konservativen Parteien, die sich nämlich immer als Wirtschaftsparteien verstehen, jetzt wirklich den Schuss gehört haben und sagen, okay, verdammt, wie schaffen wir jetzt wirklich Innovationskulturen? Ich kann es aus Österreich berichten, anonymisiert. Also da möchte man gerade, und perfekt ein ähnliches Beispiel, wie auch, finde ich, was ihr macht, im öffentlichen Dienst. Denk mal, wie viel Bürokratie und Bullshit dahinter ist. Dann hast du noch den Föderalismus dazu hier. Stell dir mal vor, du digitalisierst das ordentlich runter. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Stellen du noch streichen kannst. Ja? Und daran sitzen die jetzt, weil wir wissen, der Staat hier ist zu groß, der funktioniert nicht. Also Efficiency Bloat, würde man das im Trendjargon nennen,
mit digitalen Tools zu killen, das ist die einzige Chance, die wir jetzt haben, weil wir haben uns, die Erzählung stimmt schon, zu Tode reguliert. Ja? Und ich bin immer vorsichtig damit, weil das mache ich immer, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich Applaus möchte, weil mein Ego gerade schwach ist, dann schimpfe ich auf Regulatorik und dann sagen alle, ja, super. Bürokratie, ganz böse. Die ist schon wunderbar. Na, die hält uns auch im Rahmen, alles drum und dran. Aber ich finde, wir müssen den Prozess dahinter automatisieren, weil mittlerweile sind die Gatekeeper davon, man hat das auch, ich mache sehr viel für Klein- und Mittelunternehmen, das Gefühl, du wirst eigentlich nur getriezt. Ne? Und da gibt es eine ganze Industrie an Leuten, die sich zusammen mit der Politik Regeln bauen, sodass du die Regelinterpreteur, also diejenigen, die die Regeln interpretieren, die einkaufen musst, um das irgendwie gelöst zu bekommen. Und das ist fies. Also man hat das mal in Deutschland untersucht. Alleine, wenn man die ganzen Rechtsklauseln im bürokratischen Apparat, die an die Unternehmen gehen, in einfacher Sprache ausdrücken würde, also nicht in diesem Behördendeutsch, hat man mal berechnet, wäre das circa eine Effizienzsteigerung von 12-14%. Einfach nur bei der Menge an Zeit, die verloren geht von Leuten, die es lesen, nicht verstehen, nachlesen müssen, mit dem Finger drüber, weißt du? Also ich glaube nicht, dass wir uninnovativ in Europa sind und dass wir keine Chance gegen die Amis haben. Da bildet sich ja auch gerade eine gewisse Form von Blase, sondern wir müssen jetzt diejenigen sein, die diesen bürokratischen Apparat, den wir aufgebaut haben, den haben die ja nicht so stark, jetzt mit Technologie zum Positiven wenden. Das ist eigentlich, was wir machen müssen. Ich glaube, dass tatsächlich einfach nur ein kleiner Funke reichen würde, um das Ganze tatsächlich anzuzünden. Es müsste mal funktionieren. Das ist die Sache. Weil ich kann dir das berichten, wieder anonymisiert aus Österreich, dass man dann du willst dann digitale Lösungen zum Beispiel für alle öffentlichen Dienststellen bauen und vor allem, also einmal horizontal, ne? Also dass alle dasselbe verwenden. Ja? In Österreich kauft jede einzelne Gemeinde ihre eigenen Tech-Lösungen ein. Ich meine, denk mal, wie viel Abrieb da einfach entsteht. Und da trifft dann aber diese neue Innovation auf den Willi, der ist 62, der steht 3 Jahre vor der Rente und der hat noch nicht mal ein Smartphone. Wie glaubst du, wird die Akzeptanz von dem dagegenüber sein? Der wird sich wehren mit Händen und Füßen, bis das da reinkommt. Das heißt, die eine ist die technologische Frage und die andere ist auch, glaube ich, eine unternehmenskulturelle, sage ich mal. Und wenn du jetzt auf den aktuellen Weg hindeutest, gerade jetzt nochmal zurück zur Politik, findest du, dass die jetzt einfach irgendwann einmal anfangen sollten zu deregulieren und das einfach auch öffentlich zu machen? Absolut, das werden sie auch machen. Das kann ich dir prognostizieren. Ich glaube, je mehr sie da einfach irgendwann einmal dahinter stehen und sagen, hey, lass uns zusammensitzen, wir haben euch gehört, wir müssen irgendwas machen, AI-Act hin und her. Hast du nicht auch das Gefühl, dass die ganze Regulatorik-Diskussion, die läuft immer gegen eine Wand momentan? Und ich glaube, es wäre vielleicht wirklich schlau, das umzudrehen und statt zu sagen, wir lösen jetzt die Regulatorik auf, das ist so ein altes neoliberales Versprechen, das auch, ich sag's dir, du kannst die Regulatorik aufheben, dann bricht einmal irgendein Haus zusammen, weil das nicht ordentlich vom Statiker gecheckt wurde, alle 10 Jahre und dann ist, wo war die Regulatorik? Ne? Und dann schiebt sich das nochmal wieder raus. Vielleicht ist die richtige Lösung eine andere, nämlich zu sagen, okay, wir haben auch eine extrem hohe Lebensqualität bei uns und. Ich denke mal, Lebensmittel und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Regulatorik, die auch viel Sinn macht. Wir sagen nicht, wir schaffen die Regulatorik ab, sondern wir automatisieren die Prozesse, die sie sozusagen einerseits bearbeiten, aber auch enforcen. Ja? Also all dieser ganze Papierkram, wo die Unternehmen dauernd sagen, das ist der Abrieb, deswegen habe ich keine Zeit für mein Unternehmen. Dass wir einfach sagen, okay, Regulatorik, wunderbar, aber wir bauen jetzt Systeme, um diese Regulatorik zu bewältigen. Vielleicht ist das der richtige Zugang, weil ich habe das Gefühl, momentan ist das einfach so ein Schreckgespenst, oh, wir bauen Regulatorik, aber das sagen alle die ganze Zeit, no one's fucking doing it, don't kid yourself. Aber was wäre jetzt dein quasi Selling Argument zu jemandem, der genau diese Systeme dann einbauen muss? Ist es dann eher, hey, du wirst sonst einfach in Zukunft keine Chance haben, oder ist es mehr, tu was, um deine Profitabilität zu steigern? Ich argumentiere, ich bin viel im Finanzsektor unterwegs, ich argumentiere immer nur durch Produktivität und Effizienz. Okay. Aber ich glaube auch, dass die Leben und die Unternehmenswelt dadurch angenehmer werden wird, weil wenn du nicht, es gibt ja eine Menge Leute, nehmen wir ein ganz simples Beispiel, ja, du bist in der Baubranche, du liebst eigentlich bauen, aber du verbringst 40% deines Tages damit, fucking Paperwork auszufüllen. Das wird dir irgendwann die Lust an deinem Job killen. Und deswegen ist mein Zugang da, glaube ich, eben der andere. Ja, dass man eben sagt, okay, wie kommen wir da ran und wie verändern wir das im Ende von innen? Ich glaube, das ist viel wichtiger, als jetzt dem die ganze Zeit nachzulaufen. Ich glaube, das wird nichts. Thema Marketing, TikTok. Ja. Du sagst, die Welt ist einfach viel zu komplex, zu schnelllebig, zu breit gefächert. Es ist viele Nischen, die es einfach vor 3 Monaten noch nicht gegeben hat, existieren jetzt. Wie siehst du die neuen Wege zu werben in dieser ganzen Komplexität? Ja, I'd be careful momentan. Also
ich kann dir garantieren, in den nächsten 5 Jahren wird es ein Social-Media-Verbot bis 16 in Europa geben. Davon Gott sei Dank, oder? Ja, absolut. Ich laufe durch den ORF und setze mich dafür ein. Ja. Ich bin 32-jähriger Digital Native und Zukunftsforscher und setze mich dafür ein. Auch für deine Kinder dann. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich the way to go. Ich glaube, wir sind einfach als Spezies nicht darauf trainiert, gegen einen Supercomputer zu spielen, der uns daran hält, einfach noch länger das Teil zu benutzen. Absolut. Und unsere Gehirne sind, glaube ich, nicht dafür ausgelegt. Ja, wir sind gehackt worden von Kognitionspsychologen, Verhaltensforschern und so weiter, die natürlich, bist du auch chancenlos, gerade ein junges Hirn. Die Sache ist nur, wir haben das als Menschheit doch immer gemacht. Wir sind 10 Schritte nach vorne und dann haben wir nachkorrigiert. Ja? Das nennt man auch Regulatorik, ne? Ist auch böse. Aber wir haben ja auch mal irgendwann die Kinderarbeit abgeschafft. Ja? Davor hat man gesagt, geil, wir haben diese fetten Industriehallen, die Wirtschaft brummt, da sind überall Kinder, die arbeiten nicht, die stecken wir jetzt da rein. Bis in die 70er haben Kinder in Frankreich noch in der Mittagspause 2 Gläser Rotwein gesoffen. Ja? Alles verrückt. Und jetzt aus dem Rückspiegel, aus der Zukunft, wenn wir die sagen... Lehrer damals bei uns haben nur im Klassenzimmer geraucht. Ohne Scheiß? Ja, das war die erste... Das ist aber ein österreichisches Phänomen. Das kann ich dir sagen. Also ich sage dir, ich prognostiziere dir, dass dieses Verbot auch eine gute Angelegenheit ist. Jetzt nicht nur aus pädagogischer, bildender Sicht, da stimme ich dir sowieso zu, sondern meines Erachtens auch, dass ein Großteil der Influencer-Wirtschaft is run its course. Also das Grundversprechen der Influencer war ja, hier ist eine Person, mit der assoziiere ich mich, Sender zu Sender, nicht mehr das große Medium, das mir vorgibt, was ich gut zu finden habe, sondern eine Person wie ich, die probiert Produkte aus, Lifestyles und so weiter. Und wenn die sagt, good to go, probiere ich es auch. Und mittlerweile, das weißt du mehr als ich, ist das ganze Game geschaltete Werbung im Ende. Ja, also wenn die Top-Influencerin jede Woche Schuhe von einer gewissen Marke kriegt und sie immer gut findet, schaut auch irgendwann der Konsument durch. Gibt es gute Erhebungen dazu? 85% der Befragten im deutschsprachigen Raum vertrauen Produktempfehlungen von Influencern nicht. Aber, ich glaube 82% oder so, sagen, wenn meine Freunde auf Social Media was empfehlen würden, dann würde ich dem glauben. Das heißt, wir sehen, der Grundgedanke ist noch irgendwo da. Und man sieht jetzt auch, das kann man ganz schön sehen, die Investitionen in diese singulär großen Influencer, die sind in den letzten 1 bis 2 Jahren so um 45% runtergegangen. Ich kann das auch aus der Innenseite von Großunternehmen dir bestätigen, die sagen, wir wollen nicht mehr die absoluten Spitzendinger, sondern wir wollen viele kleinere. Das ist natürlich auch eine Risikodiversifizierung, ne? Weil du brauchst nur einen Shitstorm heutzutage. Habe ich neulich sehr schlau gehört. Wir leben in einer Gesellschaft der abrufbaren Empörung. Ja, jeder wartet doch nur drauf, endlich empört zu sein. Und wenn das gerade deinen Deal trifft, man denkt mal an Kanye West zum Beispiel, ja, dann geht eine Menge Geld flöten. Will damit also sagen, ich glaube, das diversifiziert sich wieder. Und das ist auch gut, weil das bringt uns wieder zum Grundgedanken des Influencertums. Wir haben das ganz pathetisch den Sinfluencer genannt. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen sehr, sehr pathetisch, aber you see where I'm going with this, oder? Woher kann man eigentlich da so einen riesen Wortschatz von dir, dieses eloquente Sprechen? Es ist manchmal, wenn ich mit dir unterwegs bin, denke ich mir so, shit, eigentlich hätte ich doch auch vorher Wörterbuch lernen müssen. Ja, Eminem hat, glaube ich, Rappen auch gelernt, indem er das Wörterbuch auswendig gelernt hat. Nee, ich bin totaler Autodidakt. Ich habe noch nie einen Rhetorikkurs oder irgend sowas gemacht. Und das Lustige ist, glaubt mir keiner, aber ich bin Legastheniker. Ja, das heißt, wenn gerade zum Beispiel Zahlen fallen mir unglaublich schwer. Meine Mutter, englische Familienseite, ne? Ich habe irisch-englische Wurzeln und deutsche und habe laut den Deutschen zumindest einen österreichischen Akzent, ja, alles ziemlich durcheinander, würdest du wahrscheinlich nicht bestätigen. Und das führt dazu, dass sich bei mir immer Wörter und Satzstrukturen total vermischen. Um durch dieses Handicap durchzukommen auf der Bühne, habe ich, glaube ich, mich einfach viel zu tief reinstürzen müssen. Ich glaube, daher kommt das. Und diese Grundnervosität, dass ich mich die ganze Zeit verhaspel, stoppt das vielleicht auch ein bisschen. Das heißt, das Überkompensieren bringt dann doch was? Immer. Überkompensation ist gerade für Männer der stärkste Mechanismus zum Erfolg. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning für unsere Zuhörer. Versteckt euch nicht von der Überkompensation. Ja. Ich weiß, heutzutage wird immer alles, was man macht, sofort pathologisiert. Ne? Es wird dann immer alles in große psychologische Muster eingebunden. Ich glaube, der Fortschritt entsteht auch aus Überkompensation. Das ist auch in Ordnung so. Reden wir über Geld. Talk about money. Let's talk about money. Glaubst du, dass es in 10 Jahren noch monatliche Auszahlungen gibt? Das ist ein ganz crazy Konstrukt eigentlich. Wenn man drüber nachdenkt, also wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Warum gibt es eigentlich 12 Monate im Jahr? Weißt du das? Was gibt es auch 12 Mal im Jahr? Die weibliche Menstruation. Daher kommen die 12 Monate. Oh. Sehen wir mal, how far we're going back on this, okay? Und deswegen natürlich eine ganze Menge Konstrukte, die wir noch haben,
an die wir uns gewöhnt haben, kommen aus ganz großer Vergangenheit. Ja, also warum haben wir noch 2 Monate Sommerferien? Das war für die Erntehilfe. Es ist like, dude, wir sind im Industriezeitalter und wollen ins digitale Zeitalter. Zeitumstellung? Ja gut, das haben die Italiener jetzt, glaube ich, abgeschafft. Das kriegen wir auch noch irgendwann hin, obwohl ich mag schon, wenn es ein bisschen länger hell ist. Aber prinzipiell ist ja auch unser ganzer, du als Startup-Typ, dir muss ich das nicht sagen, aber wenn du ein Unternehmen hast, musst du dich quasi daran binden, dass du Arbeitsformen vergütest, bürokratisch auch abrechnest und so weiter, die noch aus der Zeit der Fließbänder kommen. Abgesessene Arbeitszeit, ja? 8 Stunden am Tag, dann läuft das Fließband. Über 50% der Österreicher starren beruflich in Bildschirme. Wir alle wissen, da ist man nicht mehr produktiv. Was ich damit sagen möchte, ist, wir haben einen großen Institutional Lag, wäre der Fachbegriff dafür. Unsere Systeme, habe ich eingangs schon gesagt, hängen da hinten nach. Und dasselbe sehen wir natürlich auch bei dem ganzen Thema Banken und Finanzen. Ne? Also dieser Gedanke, und jetzt ist Zahltag und jetzt gehen wir hin und jetzt kann man es abholen, endlich wieder zum Würstelstand gehen und Bier saufen oder es irgendwie im Casino verzocken. Geil. Das ist fucking over. Ja? Und die junge Generation hinterfragt das ja auch. Das war ja auch der Trieb hinter der Digitalisierung von Ökonomien und so, weil das eben nicht mehr so funktioniert. Aber unser ganzes System ist noch basierend auf Schichtbetrieben. Und alles, also ich habe angefangen mit der Menstruation, alles ist upstream from there. Ja? Und wenn man sich das so verbildlicht, dann sieht man schon, Guys, in 10, 20, 30 Jahren wirst du auf Monatsgehälter zurückschauen. Ja? Und die denken, was war denn das? Also komische Zeit gewesen. Ne? Ich kann dir noch ein lustiges Beispiel geben. Wenn du einem Bauern früher gesagt hättest, im Agrarzeitalter, 8 Stunden Tag, so Schichtwoche und so weiter, und auch im Winter hätte der gesagt, was? Der Winter ist dazu da, dass ich 4 Monate drin sitze und mich vollfresse und einfach den Winter überstehe. Was habt ihr für eine gestörte Arbeitskultur? Weißt du? Also constant change in the cultural cycle, und ich glaube, das Ökonomische folgt dem auch. Ja? Also ich glaube schon, nach wie vor, ich bin jetzt nicht so ein Late-Stage-Capitalism, zynischer Typ, dass Währung und Finanzen und Cashflow und so weiter, das ist das Blut der Wirtschaft. Das ist schon so. Ja. Das ist jetzt so sehr oldschool ökonomische Theorie, aber ich glaube das schon. Und deswegen finde ich, müssen wir auch das in die Moderne bringen. Und da gibt es so viele Sachen, an die wir uns gewöhnt haben schon mittlerweile. Allein, dass eine Bank auch irgendwie an mir die ganze Zeit Geld verdient und mir vergleichsweise wirklich sehr wenig gibt. Sag mir mal, was ist das momentane Argument, Geld in eine Bank zu tun? Ich glaube, das ist ja für unsere Generation echt gibt keines. Mir haben sie sicher die auch eingetrichtert immer, du gibst dein Geld in die Bank, weil da wird's mehr. Wird's nicht. Also, then why? Sicherheit, okay. Da habe ich aber gerade auch in Österreich, man denke an die Bank im Burgenland und so weiter, auch erlebt, dass das nicht immer der Fall ist. Also, will nur sagen, ich glaube, die werden das Bankensystem, das Finanzsystem, das klassische, das alte, ich will jetzt nicht sagen Fiat-System, weil das kommt dann wieder so sehr dem ganzen Krypto-Verschwörungsmenschen ein bisschen nahe, wird sich schon hinterfragen müssen in seinen Strukturen. Wir sehen ja auch, dass Disruptoren innerhalb dieser Branche, ich meine, denk an, gut, auf der einen Seite hast du so Bitpanda, aber auch N26 und so weiter, die hinterfragen ja ganz viel von dem. Ja. Also hättest du vor 20 Jahren gesagt, die gründen eine Bank, wo es keine Filiale gibt, hätten alle gesagt, bist du wahnsinnig? Dann tue ich mein Geld doch unter die Matratze. Nee, die Leute gehen hin. Also will damit sagen, das wird sich definitiv ändern, und alleine, als du mir die Frage gestellt hast jetzt, mit dem, wird das normal sein, ist mir erst gekommen, wie weird das eigentlich ist, diese Monatsabfolgen da, und in Österreich dann noch, glaube ich, 14 Monate. Ne? Da sieht man ja schon, wie blöd das System mit den Monaten war, oder? So einmal im Sommer für den Sommerurlaub und dann auch einmal für Weihnachten. I mean, come on, guys. Ich habe jetzt vor kurzem ein kleines Experiment bei mir auf Instagram gestartet. Ich habe die Leute, die bei mir auf dem Channel sind, habe ich einfach gefragt, habt ihr lieber euer Gehalt pro Sekunde gestreamt oder einmal im Monat? Und das Lustige war, es ist echt über 60%, dass die Leute gesagt haben, nein, es passt schon, ich habe es lieber gern einmal im Monat. Und ich so denke mir, holy shit. Ich kann dir sagen, woran das liegt, glaube ich. Ich glaube, man muss sorry. Alles cool. Ich glaube, wir denken nämlich selber, und wir haben, glaube ich, auch recht, dass unsere Finanzbildung unglaublich niedrig ist und auch wie wir mit Geld umgehen. Glaubst du, oder ist es ein Fakt? Ja, ich weiß aus den jüngeren Generationen, da hat man eben untersucht, wo wüssten sie gerne viel Ökonomisches und wie schätzen sie sich selbst ein. Und ich kann dir sagen, die einzigen 2 Sachen, die sie können, ja, und auch von der Selbsteinschätzung her stimmt, ist ein Girokonto eröffnen und Mobilfunkvertrag abschließen. Alles andere fucking forget it. Ja, Immobilienkredit ist an unterster Stelle. Ja, da hat man schon unmöglich, dass ich mir das jemals leisten kann, und ich möchte mich auch gar nicht damit beschäftigen. Aber wir haben natürlich die ganze Zeit dieses Abbild, dass
sobald das Geld auf dem Konto ist, muss ich sofort ausgeben. Ja? Und das ist ja auch sehr lange gestreut worden, so, oder? Also, ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber das hat natürlich diesen Monatszyklus sehr gut beibehalten. Gib mir ein Argument dafür, warum das so sein muss. Ja, aber wenn du es früher kriegst, wenn du es direkt gibst, dann gibst du ja alles sofort aus. Ne? Aber das trifft ja wahrscheinlich auf viele zu. Das sind aber wieder kulturelle Fragen. Also auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ein Constant Stream ist, unser Leben, unsere Konsumsformen sind auch in Constant Streams. Vielleicht ist das eine zeitgemäßere Form. Also es wirkt auf jeden Fall auf mich zeitgemäßer. Also everything always online all the time, als einmal am Ende des Monats, bitteschön. Ich glaube, das ist ja auch, dass es uns in der Uni halt ständig eingebläut haben, es ist immer besser, einen Euro jetzt zu haben wie in einem Jahr, weil du kannst ihn ja anlegen. Und dann wird es aber natürlich komplex, weil die sagen, ja, anlegen, wie mache ich das, wo geht er überhaupt hin, ist mir zu mühsam. Ich glaube, man muss auch, aktuell die Technologie ist da, dass dein Geld ja auch automatisiert für dich eben auf diesen ganzen Neobanken, Broker und so weiter theoretisch für dich arbeiten kann. Das heißt, es wäre für mich schon ein Argument zu sagen, Money per second is the way to go, weil alles, was ich gearbeitet habe, warum soll ich es nicht verfügbar haben und nicht gleich direkt anlegen? Warum soll ich es jemand anderen geben, der es dann wieder anlegt? Das ist halt so ein bisschen... Absolut. Ja, und warum soll ich dann noch für Geld dafür zahlen, dass der das für mich anlegt? Und wenn ich Profit macht, schneidet er ordentlich mit und wenn ich Verluste mache, bleibe ich drauf sitzen. Das ist wieder so eine Sache, die man hinterfragen dürfte im klassischen ökonomischen System. Und durch einen Direct Cashflow, der direkt, sagen wir mal, weil du hast ja völlig recht, es muss ja nicht so sein, ich kriege mein Geld sofort und ich verballer es sofort auf den nächsten Dopamin-Hit. So müsste es ja gar nicht sein, so, keine Ahnung, Clash of Clans die ganze Zeit schauen, dass ich, ja gut, im Strache werden wir es nicht geben, aber sonst gibt es wahrscheinlich einigen, denen das nicht passieren würde. Und ich bin schon ziemlich davon überzeugt, dass man das in seinem, wenn die Möglichkeit bestände, das durchgehend zu kriegen, dass eigentlich, das sagen ja auch alle weisen Leute, oder? Time in the market beats timing the market. Ja, am Ende des Monats kriege ich mein Geld und dann investiere ich so und schaue wieder rein. Vielleicht, ich glaube, straight up das Geld direkt nicht in mein Ausgabekonto, sondern direkt in meine Aktien zu gehen, ist vielleicht sogar noch besser. Ja? Aber woher, glaubst du, rührt die Angst, dass man wirklich eher sagt, okay, ich möchte es monatlich haben? Ist es was, wo du sagst, es ist aus tiefster Verzweiflung oder einfach nur, dass man jemandem anderen die Möglichkeit gibt, hey, bitte schau du, dass ich es nicht ausgebe? Ich glaube, es ist so, ich glaube, es ist Zweiteres. Ne? Aber es wurde uns auch eingetrichtert. Das darf man nicht vergessen. Es wurde mir eigentlich auch hier im österreichischen Schulsystem eigentlich schon auch eingetrichtert. Du kriegst dein Geld und das musst du dann portionieren und ausplanen für den nächsten Monat und so weiter. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich zynisches Menschenbild ist, ne? Dass man sagt, wenn du die Kohle sofort hast, wäre sie sofort wieder weg. Du würdest nur Blödsinn damit machen und dadurch zwingst du dich, die Planung damit zu machen. Das ist, glaube ich, eine Kulturform, ich glaube, die ist Bullshit. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto eher wirkt es, gibt eine Menge Kulturtechniken, die veraltet sind, wirkt auf mich wie eine. Ich glaube, es ist ganz stark die Selbsterzählung, die wir auch über uns haben. Ne? So, oh, ich habe keine Kontrolle darüber, wo ich mein Geld ausgebe. Wenn du das jetzt noch mischst mit der Erzählung, weißt du, das Handy hackt mich die ganze Zeit und ich werde sofort alles auf Amazon kaufen und so weiter. I don't know. Also wir haben ja eine junge Generation, vor allem, die ja auch sehr interessiert an Finanzbildung und Finanzprodukten ist, aber ein unglaublicher Bildungsgap entstanden ist. Und genau da rein sind ja auch diese ganzen Scharlatane dann reingerutscht. Ne? Komm in meine Gruppe, wir werden zusammen reich und so weiter. In Zeiten der Knappheit wie jetzt, auch wenn es nur eine wahrgenommene Knappheit ist natürlich Status und Besitz wieder interessant. Ja, also als wir noch jung waren, Lucky, da lautete das Motto noch, wann war das? Da lautete das Motto ja noch, sammle Momente, nicht Dinge. Bei uns in unserer Jugend, das war so postmateriell. Sammeln, also Reisen sammeln und nicht Objekte und so. Und das hat sich jetzt verändert. Ja? Und deswegen beschäftigen sich viele damit, aber es gibt nicht gute Informationen dazu und in diese Lücke werden dir immer Scharlatane reinrutschen. Das ist immer so. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, Sparen, Ausgeben, Entertainment. Du beschäftigst dich ja auch schon irgendwie mit Entertainment. Ist es für die Leute jetzt wichtiger, irgendwie geile Reiseerlebnisse zu finden oder sagen sie, ich muss es ja auch machen, weil ein Haus kann ich mir ja sowieso nicht leisten? Also ich versuche das mal in meiner vorsichtigen Komplexität aufzudröseln. Also was passiert ist in dem ökonomischen Vertrag mittlerweile, auch vor allem zwischen Generationen. Der Grundvertrag ist ja, die nächste Generation soll es ökonomisch besser haben als die eigene. Der stimmt jetzt nicht mehr. Zum ersten Mal. Stimmt der nicht mehr. Und was nämlich passiert ist, ist, dass viele der Sachen,
die man relativ weit unten auf der Bedürfnispyramide einordnen würde, Hausbau, Familiengründung, so das Klassische, das ist ökonomisch sehr schwer zu erreichen. Ja, wenn du dir schaust, wie haben sich die ganzen Kreditfragen entwickelt, ne? Also wie viel musst du voranzahlen für ein Haus und so weiter, forget it. Die Chance, dass du als junge Person heutzutage aus deinem eigenen ökonomischen Income dir sowas gründen kannst, auch weil einfach so viel Geld einfach irgendwo randomly verschwindet mit Abgaben oder Steuern und, ist de facto unmöglich geworden. Die Sachen, die aber oben an der Bedürfnispyramide sind, ja, also Individualisierung, Entertainment, Konsumsfragen, die sind relativ frei verfügbar. Ja, kannst du jederzeit bestellen. Ich meine, kannst du dir das vorstellen, vor 30, 40 Jahren, wenn bei dir jemand eingebrochen ist, haben sie den Fernseher und die Stereoanlage gestohlen. Ja, heutzutage nehmen sie dir nicht mal mehr dein Smartphone weg. Weißt? Es ist schon interessant, wie sich das geändert hat, zumindest bei uns. Und ich glaube, was jetzt gerade stark, man sieht so eine gewisse Form von, nennen wir es mal positiv, so Carpe Diem-Konsum. Wenn man sagt, hey, ich bin irgendwie gefangen zwischen, super eigentlich, den Sager verwende ich nämlich immer und jetzt würde mir erst klar, was eigentlich bedeutet. Ich habe immer gesagt, Leute sind irgendwie gefangen zwischen dem Ende des Monats und dem Ende der Welt. Und Ende des Monats haben wir jetzt schon gerade aufgeklärt, das ist eigentlich Bullshit, aber es ist so. Und ich glaube, das treibt momentan ganz stark die ökonomischen Konsumsformen. Man hat ja eigentlich gedacht, also gerade so im Entertainment-Markt, Live-Erlebnis, hat man ja gesagt, jetzt niemand wird mehr rausgehen auf Partys und feiern und Live-Events erleben wollen, sondern man sitzt halt auf Fortnite und schaut Travis Scott zu oder so. Stimmt nicht. Die Live-Absatzmärkte explodieren, ja, weil wir haben mittlerweile so viel Erfahrung auf sozialen Medien, digitale, anonyme, unangenehme Erfahrungen, dass wir nach den analogen, echten Erlebnissen auch wieder lechzen. Das Einzige, was sich wirklich statistisch verändert hat, da sind wir natürlich die Ausnahme, ist der Alkoholkonsum. Ne? Der ist wirklich sehr stark runtergegangen. Aber wir kämpfen für die Statistik, Luki. Wir kämpfen. Vielleicht ist das auch das Schlusswort. Drinking for Future, oder was? Drinking for Future, let's do it. Lass uns Erlebnisse kreieren. Aber nochmal vielleicht overall ein Weg, ein letzter Satz, die Zukunft Richtung Do-it-yourself, geh zu einem Label, lass die managen, nimm Tools, sei ein Tech-Startup. Was sagst du? Also zunehmend ist dieses klassische alte Verhältnis in der Welt, es gibt einen Arbeitgeber und einen Angestellten. Leute, das kommt auch aus der Industrie, ne? Modelle, Gewerkschaften und so weiter. Heutzutage ist zunehmend jeder in einer gewissen Art und Weise sein eigener Entrepreneur. Es gibt ein paar Leute, die rutschen sehr wieder in das Sicherheitsfeld zurück und wollen zum öffentlichen Dienst und nur ganz sichere Ruhe. Der Großteil der Jungen haben eigentlich schon erkannt, it's up to me. Und da würde ich gerade eben vor allem jetzt auf eben individuelle Technologien setzen, weil ich glaube, das klassische ökonomische Unternehmerumfeld, wie wir das kennen, das ist auch ein Auslaufmodell. Wie so viele, die wir diskutiert haben. Jetzt muss ich aber trotzdem nur den Elephant in the Room ansprechen, bevor wir zur Tat umschreiten. Wir haben AI gar nicht getackelt. Das ist eigentlich interessant. Eigentlich haben wir gedacht, das Gespräch geht viel mehr in die Richtung, aber eigentlich sind wir noch gar nicht so weit, dass wir überhaupt über AI reden. Also es gibt noch so viele Sachen, die eigentlich gelöst werden, aber die uns vielleicht AI jetzt schon versucht zu versprechen und deswegen ist es eine Blase. Wie siehst du das? Ich glaube, du bist da der Wahrheit sehr nahe. Also was wir jetzt gerade sehen, ist, dass die Erwartungshaltungen in dieser Technologie unglaublich groß sind. Die kurzfristigen vor allem. Das erklärt ja auch die Börsentendenzen dahinter. Und gerade wird der ganze Diskurs ja nur über Large Language Models eigentlich geführt. Das ist das, was alle interessiert momentan. Es gibt noch eine ganze Menge andere interessante Anwendungsfelder, die, glaube ich, viel geiler sind. Genetik, Biologie, absolut. Medizin. Dann auch der ganze Bereich Robotics mit AI. Das finde ich viel spannender. Automatisierung von industriellen Prozessen, weil wir haben das ja genauso im Agrarzeitalter gemacht. Ne? Wir hatten ewig die Pferde und die Menschen, die alles rumgekarrt haben. Jetzt machen es die Traktoren. Jetzt können die Traktoren selbst fahren. Es gibt schon Drohnen, die fliegen zum Apfel hin, schauen Zuckergehalt, Reifegrad, pflücken, ja, nein, brauchst keine Erntehilfe mehr. Ne? Also das Fiese an der KI ist, dass sie uns so einen gewissen Spiegel vorhält und uns zwingt, uns zu fragen, war ich die ganze Zeit eigentlich schon Roboter? Weil sie übernimmt ja immer die Sachen mit hoher Redundanz, wo man immer wieder dasselbe gemacht hat. Und aus irgendeinem Grund, und Redundanz, Bürokratie ist Redundanz. Das ist, was sie ist. Deswegen fühlt sich, glaube ich, auch dieses Feld so zu Recht auch bedroht davon. Ich glaube, gerade dort ist der allergrößte Hebel. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ist das gerade, das hängt natürlich viel mit Datenerhebung und so weiter zusammen und wie man das schön streamlined. Ich glaube, gerade da sitzt auch der große Hebel. Also vielleicht ist KI down the line dann eigentlich die Lösung oder ein Teil der Lösung auf diese regulatorischen, bürokratischen Probleme, die wir haben. Und ich kenne keinen Unternehmer der Welt, dem du nicht sagen würdest, du kannst mit diesem Tool, das kostet dich nur den Strom und eine leichte License-Fee und es übernimmt
20-30% deines bürokratischen Aufwands. Ich kann dir sagen, ich mache viel für die KMUs, die würden mir das aus den Händen reißen. Also ich glaube, es gibt mehr Potenziale dahinter, die brauchen aber viel längere Zeit, als sich jetzt gerade von einem Large Language Model ein bisschen reinlegen zu lassen oder so zu tun, als wäre es deine Freundin. Und glaubst du, dass wenn die Leute dann tatsächlich quasi redundant werden und auf die Straße gehen müssen, glaubst du, dass es zu schnell geht? Nie geworden und das werden sie auch dieses Mal nicht. Wenn man die demografische Entwicklung sich anschaut, gehen uns ja die jungen Leute aus. Wir haben ja, die Geburtenquote ist 1,4, also das Land schafft sich selbst ab. Wir sollten betteln, dass die Roboter kommen und uns die Jobs wegnehmen, weil sonst, wie sagt man so schön in Österreich, geht sich das nicht aus. Also insofern, I welcome our robot overlords, aber das wird noch ein paar Jährchen dauern. Ja dann, let's welcome them und vielen Dank, lieber Tristan. Ich habe zu danken, Luki.